Hoch oben auf dem Gotthardpass, dort wo Wind und Wolken über die Alpen jagen, liegt ein Ort, den kaum jemand beachtet. Zwischen Geröll und Gras verbirgt sich ein Bauwerk, das einst die wichtigste Verkehrsader der Schweiz schützen sollte, das Hospizwerk, auch Forte Ospizio genannt. Errichtet Ende des 19. Jahrhunderts, war es Teil eines gewaltigen Verteidigungssystems, gebaut aus Stein, Stahl und der Angst vor einem Angriff aus dem Süden. Jahrzehntelang stand die Festung einsam in der Höhe, vergessen von der Zeit. Doch ihre Mauern erzählen noch heute Geschichten von Soldaten, die hier in eisiger Kälte Wache hielten, und von einer Epoche, in der man selbst die Berge bewaffnete. In diesem Video nehmen wir euch mit in die Vergangenheit, in das Innere eines Forts, das erst zur Sperre des Gotthardpasses diente, später als Truppenunterkunft und schließlich als Museum. Kommt mit uns auf eine Reise durch kalte Gänge, alte Munitionskammern und verlassene Schützengräben, dorthin, wo Geschichte, Technik und Schweizer Präzision aufeinandertreffen. Willkommen im Forte Ospizio, dem vergessenen Fort am Gotthardpass. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, Melanie ist heute auch dabei und wir sind heute wieder für euch in der Schweiz unterwegs, wieder am Gotthardpass, denn wir haben hier noch was offen und zwar die Festung Hospiz wollen wir uns heute anschauen. Ihr könnt die vielleicht hier im Hintergrund erahnen, denn wir sind jetzt wieder in einer Wolkendecke verschwunden, deshalb sieht man die jetzt hier hinten nur noch schemenhaft. Diese Festung ist so für den touristischen Bereich nicht mehr, verfügbar, also man kann jetzt hier nicht irgendwie eine Tour oder irgendwas buchen und sich das Ganze anschauen, denn wir sind heute wieder mit Maurus unterwegs. Der ein oder andere wird ihn vielleicht schon kennen in unserem letzten Video über den Sasso San Gottardo, die Festungsanlage. Und da hat er uns ja schon viel von der Festung auch gezeigt. Und heute gehen wir mit ihm in die Festung Hospiz. Und da freuen wir uns schon drauf. Also bleibt dran und ja, habt viel Spaß. Bis dann. So Freunde, wir sind wieder hier und Maurus ist natürlich auch mit dabei. Vielen Dank Maurus, dass du uns heute wieder begleitest und uns hier diese Führung durch die Festung Hospiz anbietet. Und Maurus hat uns schon mal hier kurz einen Plan gezeigt. Also wir sind jetzt gerade wieder in der Anlage Sasso San Gottardo und starten jetzt hier in diesem Bereich und müssen gehen in den Verbindungsstollen Richtung historische Festung. Und dann hier bei der Verzweigung werden wir den sogenannten S-Stollen begehen. Und dann kommt hier wieder eine Rechtsabzweigung, also von hier aus gesehen links. Und dann geht es hier zwei Leitern hoch ins alte Fort. Also das alte Fort ist quasi, das alte Werk ist verbunden mit dem Sasso. Genau. Und das nutzt ihr, hast du ja auch mal gesagt, bei schlechter Witterung, um hier auch reinzukommen. Ne? Genau, also wenn wir wirklich schlechte Verhältnisse draußen haben, können wir so direkt unterirdisch zum Arbeitsplatz gelangen. Genau. Okay. Und vor allem zu Beginn der Saison ist das für uns wichtig, weil wir nicht durch den Haupteingang gehen können, da ist alles Triebschnee, gefüllt mit Triebschnee, dann kommen wir via altes Fort, haben wir Zugang zu Sasso überhaupt. Also auch im Winter, wenn wir ein technisches Problem haben, können wir trotzdem hochkommen, je nachdem mit dem Helikopter und haben trotz meterhohem Schnee haben wir überhaupt Zugang zum Sasso dank dem alten Fort. Also dank dem Zugang via Chalet, das ein getarnter Eingang war früher. Ja. Und dann kommen wir so ins alte Fort und kommen dann hier wieder ins Sasso rein, in die große Anlage. Ja. Genau. Klasse. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Also das ist jetzt... Ich lasse euch gleich mal weil dann ja, okay. Also hier... Genau, das ist jetzt der Beginn. Da hatten sie auch eine Kapseltür da, das Ganze natürlich zuschließen. Genau. Hier müssen wir hoch. Ja, genau, da geht es jetzt hoch, genau. Ich kann sonst voraus. Ja. Genau. Ja. Und dann eben einfach warten, bis ich oben bin. Ich rufe dann. Okay. So, wie gesagt, wir sind jetzt hier diesen Bereich hochgekommen von dem Quergang.
und müssen jetzt hier diese Treppe einmal überbrücken und da geht es jetzt in das Vorhospiz, so diese Leiter. Okay. Ja. Ist gleich oben. So, Melanie kämpft sich noch hier hoch. 2 separate Treppen sind wir jetzt einmal hoch, aber Mauro sagte schon, das war es aber erstmal. Also ganz so weit hoch müssen wir diesmal nicht. Ja, also wir kommen jetzt quasi genau in die Mitte des Systems. Also Ja. es ist nicht so, dass wir jetzt von einer Seite das Ganze erkunden. Wir sind jetzt direkt im mittleren Bereich. Also schon im Zentrum jetzt, Im Zentrum des durch diesen Autoforts, Zugang genau. jetzt, okay. Wir gehen jetzt in Richtung Sasso quasi, also Richtung Berginneres Ja. und schauen uns den alten Museumsteil an, der 1998 eröffnet wurde. Okay, genau, also das hatte ich euch ja auch zu Anfang erwähnt, das war halt kurzzeitig mal Museum gewesen, bis 98 und dann aber geschlossen. Und seitdem halt auch nicht mehr für die Öffentlichkeit so zu sehen. Ne? Genau. Ja. Also ich zeige euch jetzt Ja. quasi jeden Raum. Das war die ganze Lüftungszentrale. Das steht seit Jahren still und das ist natürlich ein Problem. Man sieht es hier exemplarisch. Ja, genau. Das Das sieht man man es hier, natürlich, aber das kennen wir ja auch aus Anlagen. Genau. Wenn da noch organische Sachen drin liegen, wie jetzt hier in dem Fall Papier, dann schimmelt das natürlich irgendwann mal. Aber wäre die denn jetzt noch einfach zu reaktivieren oder wäre das schon eher wartungsintensiv jetzt wahrscheinlich? Ne? Das wäre relativ intensiv, weil wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass die Anlagen seit mindestens 20 Jahren Oh, ja, stehen. gut. Ja, Das ist auch schon eine Zeit. Ne? Genau. Also eben, man hat das Ganze hier in den 90er Jahren für 5,4 Millionen Franken nochmals renoviert, hat das Museum aufgebaut und dann wurde das 1998 eröffnet und nach ein paar Jahren wurde das wieder geschlossen, weil das hat sich nicht gerechnet. Ah, okay, es hat sich einfach nicht rentiert. Genau, genau. okay. Das war zu kostenintensiv. Also das, genau. Ja, da hat man ja, wie gesagt, wieder das Beispiel, wo wir schon im letzten Video drüber gesprochen haben, die Finanzierung von solchen Anlagen, weil ja halt viele auch immer meinen, ja, das kann man ja nochmal verwenden und reaktivieren und ja, kann man alles, aber es fehlt halt das nötige Kleingeld. Ne? Genau. Das genau. ist, Ja. Also die Leute fragen uns auch immer wieder, weshalb wir das nicht öffentlich zugänglich machen, weil sie wissen, das gehört zum Sasso ja, und das ist eben aus Kostengründen und natürlich auch wegen der Weitläufigkeit. Wir müssen da zusätzlich Personal Ja, drüben das stationieren. Das rechnet sich nicht. verschlingt ja alles Kosten. Ne? Ich meine, diese Anlage, die er jetzt schon betreibt, ist ja kostenintensiv und auch Genau. da muss man immer gucken, dass da ein Plus halt bleibt. Ne? Genau, genau. Und dann noch eine weitere Anlage, das würde den Rahmen einfach sprengen. Ne? Absolut, ja. Ja, genau. Das, Ja, aber es ist halt trotzdem alles noch da. Ne? ja, Elektro. Eigentlich kann man jetzt sagen, Maurus, es ist ein Lost Place eigentlich, mehr oder Absolut, weniger. Ne? absolut, genau. Also wir machen hier keine, im Normalfall keine Führungen hier drin, oder? Es gibt so manchmal Spezialanfragen, Spezialgruppen, wo man das in Betracht ziehen kann, aber normalerweise ist es nicht öffentlich zugänglich, das ist so. Ja. Deshalb auch mal ganz interessant, wie sich dann so eine Anlage entwickelt, wenn es halt nicht mehr bewirtschaftet wird. Ne? Genau. Das ist halt das, was immer den Reiz ausmacht. Ja. Ne? Was passiert mit der Anlage? Ne? Wie verändert die sich? Genau. Ja. Okay. Ja, das ist für uns sowieso ein bisschen ein Rätsel, weshalb man da einen Holzboden reingemacht hat, Ja. vom Klima her, oder? Der ist eben zum Teil gewölbt, das ist natürlich alles beschädigt durch die Feuchtigkeit. Ja, man wollte es so ein bisschen wohnlich wahrscheinlich machen. Ne? Ja, genau. Also das waren jetzt alles klassische Ausstellungsräume. Ja. Was hier genau drin war, kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe die Ausstellung nicht selber erlebt oder besuchen können damals. Ja. Da habt ihr auch keine Fotos mehr von diesen Nein, Räumen. Ne? nicht, dass ich wüsste. Nein. Ja. Ja, das sieht man auch noch mal. Da unten ist eigentlich der Boden und hier kommt das Parkett halt langsam hoch. Also hier sieht man jetzt eben einmal so ein Panoramafenster, was jetzt hier entsprechend gesichert ist, jetzt nur für die Ansicht. Und hier hat man ja auch diese Originaltüren, die ziemlich massiv sind. Das sieht auch richtig toll aus.
Und das funktioniert natürlich hier alles noch, die zu bewegen. Als zusätzlichen Schutz quasi. Genau, ne? Ja. Sehr schön, ja. Oh, hier sieht man auch schon, hier geht's runter. Hier geht es höchstwahrscheinlich zu den Munitionskammern, vermute ich mal, Nein, oder? wir gehen dann später nach unten. Ja. Wir gehen jetzt zuerst zum hinteren Teil, genau. Ja. Da kommen wir dann in die modernen Unterkunftsteil quasi. Ah, okay. Genau, wir gehen jetzt Also es zweigt dann doch schon überall ab. Ne? Genau. Okay. Wir gehen jetzt mal intuitiv vor. Wie gesagt, also ich muss mich auch immer wieder neu orientieren. Ja. Das ist zum Beispiel hier ist alles Sackgasse. Da ging es nach draußen quasi. Hier ging es draußen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir sind jetzt aber zurückgegangen wieder. Ne, dann kann das auch nicht diese Tür sein, die wir meinten. Okay. Genau. Ja, die sehen wir bestimmt noch. Ja, es ist wirklich ziemlich verwinkelt, das Ganze. Aber gut, man sieht hier überall, wären jetzt halt praktisch schon Schießscharten gewesen. Ne? Genau. Wenn man jetzt- kann man die hochziehen. Ne? So. Ja, das Genau. war jetzt für normal für Karabiner jetzt. Ne? Genau. Okay, dann sieht man jetzt hier die Wand draußen gegenüber. Ja, damals im Ersten Weltkrieg war das MG11, das man benutzt hat. Ach, das hat man hier dann doch an den Positionen dann immer wieder Das verschoben. Maschinengewehr, zum Teil hatte man im Einsatz MG11, genau. Und sonst Karabiner, ja. Genau. Und eben diese Schießstände, die erstrecken sich über die Wand, über das ganze alte Fort. Ja. Das zieht sich da. Ja, wir können das auch, wie gesagt, nochmal von außen sehen. Wir hatten es hier, wie gesagt, auch schon ein bisschen mit Drohne umflogen. Dann habt ihr überall ringsrum um die Anlage die Schießstände. Ah, Und da sieht man jetzt, das war das offizielle Logo vom Museum Forte Hospizio. Das sind jetzt noch so Überbleibsel quasi von dem Museum, das hat man drin gelassen. Aber was da sonst genau noch drin war, kann ich wie gesagt nicht rekonstruieren. ja, wahrscheinlich so die üblichen Sachen wie Munition, damit man halt relativ zeitnah dann an die Sachen kommt, dass man die überall so ein bisschen verteilt hatte. Genau, Depots verschiedene, Ja. genau. Ja, da steht sogar noch das Jahr drauf, 1894. Da war es dann fertig gebaut. Ne? Genau, also der erste Teil, genau. 93 bis 94 im offenen Grabenbau hat man den Großteil gebaut. Genau, und jetzt geht es da in die Unterkunft, Accantonamento. Ja, hier hat man zwischenzeitlich halt auch immer wieder die massiven Türen, die halt in einzelne Bereiche jetzt führen. Genau. Das kennt man auch ganz gut. Das ist nur ein Abstellraum, das müssen wir nicht. Man trotzdem hier schon merkt, dass man hier viel Platz hat, sage ich mal, in diesem Mehrgangsbereich. Und ich glaube, das ist auch die Tür, die wir meinen. Das könnte sein. Das Runde, ja, tatsächlich, Genau, das ist die Tür. Ja. Das ist die du gemeint hast. Genau, Ja, die sieht man von außen, also das ist immer dieser runde Bogen. Wahrscheinlich war das mal als Notausstieg jetzt hier zusätzlich gedacht, dass man das angebaut hatte, Genau, oder? ich denke auch Winterzugang vielleicht zusätzlich, oder? ja. Genau, dass man hier direkt Ja. rauskommt. Wir haben unsere Schlüssel ausprobiert, aber ich glaube, hier können wir nicht. Die kannst du nicht öffnen. Nein. Eben, wir haben eine große Sammlung von Schlüsseln. Ich kann es mal probieren, aber ich glaube wirklich, das ist da nicht der Passepartout. Nein, das geht. Ja, jetzt kommt das Highlight quasi. Das ist die Geschichte. Das ist, Ja, guck, das ist jetzt so eine Unterkunft, wo die Soldaten so wirklich eng beieinander gelegen haben. Ne? Also es ist auch sehr eine ungewöhnliche Konstruktion, das habe ich so halt auch zum ersten Mal in den Anlagen gesehen. Also ich kenne entweder halt normale Stockbettensystem, Ja. aber einzeln, aber übereinander, Ja. oder halt mit Hängematten, so im Ersten Weltkrieg auch. Genau, Das, ja. aber dass du praktisch so ein langes Bett, sage ich, oder Bett hast und dann liegen die alle praktisch hier nebeneinander. Und da oben hat man die Ablage, ne? Ja, richtig. Und es ist ein bisschen abgewinkelt. Oder? Ja, für den tatsächlich. Kopf. Genau. Ah, ja. Genau. Ja, aber im Prinzip dann nur Stroh rein. Stroh jetzt frisch reingekommen oder ist es wirklich so trocken hier drin? Ja. Ja, es ist so trocken, ne? Das war die Unterlage im Ersten Weltkrieg quasi, genau. Ja, das war wirklich originale Unterkunft. Ja gut, ja, das ist natürlich schwierig, ja.
Aber interessant, ja. Einfach, aber auch stabil und schon. Und warum ist das hier in dem Fall gewölbt? Hat das was mit den möglichen Bombardieren zu tun? Ja, also ich denke, das war das klassische Setup, wie wir im Sasso auch gesehen haben, diese Betonschutzhülle, diese abgerundete Hülle. Also man hat die Kaverne zuerst frei gemacht vom Gestein und dann hat man das abgerundet, auch wegen dem Wasserablauf. Ja, klar, genau, das Wasser, ja. Das ist dann mit Teer überzogen, die Außenhülle normalerweise. Stimmt, ja. Genau, und das für den Abfluss etc., dass dann die Feuchtigkeit und das Wasser wegfließen kann, denke ich mal, deshalb diese Dachform. Genau. Aber eine echt stabile Konstruktion so. Ja, das ist absolut, wirklich, alles Eisen. Ja. Auch hier nochmal mit extra Sicherung, dass hier keiner irgendwie runterfällt. Genau. Dann, das ist schon... Da war die Lüftung, also man konnte da entsprechend das Ganze hier tatsächlich. einstellen. Je nach Stufe konnte man das nach oben verschieben. Konnte man da regulieren. Genau. Die Heizung kam wahrscheinlich ein bisschen später das rein, ne? Später, genau. Das war alles elektrisch. Wie war das denn auch hier? Haben die dann auch Petroleumlampen, Kerzen oder sowas? Also damals so weit zurück, ja, genau. Das war damals alles entsprechend so beleuchtet, ja. Wahnsinn. Aber von diesen Räumlichkeiten muss es mehr gegeben haben. Wie viele Soldaten waren hier circa? Also das ist der einzige Originalschlafraum aus dem Ersten Weltkrieg, den die Anlage hat. Genau, das war wirklich die einzige. Und alle anderen kamen erst später. Das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage komplett entwaffnet. Dann wurde das nur noch als Truppenunterkunft gebraucht. Und da hat man die zusätzlichen modernen Schlafräume eingerichtet. Das kam dann erst später. Okay. Das ist der einzige Raum mit dem Originalunterkunft quasi. Aber du weißt nicht, für wie viel Mann das hier vorgesehen war, die Festung? Das weiß ich nicht genau, nein, das haben wir keine konkreten Zahlen. Aber ich denke, das war nie so groß wie im Sasso, das war natürlich in einer kleineren Dimension. Genau. Wahnsinn. Ich denke mal, oben diese Leine, die man da hat, ist wahrscheinlich auch noch für Wäsche gewesen. Genau, die aufhängen konnten. Ne? Ja, und mal wieder was komplett anderes in der Form, was wir so noch nicht gesehen hatten. Genau, jetzt da, wo wir am Anfang gerade eben standen, jetzt geht es in die Katakomben. Wie viele Ebenen geht es hier nochmal runter? Es hat noch 2 Ebenen. Wenn ich Zwei, okay. habe, genau. Also hier diese Unterebene, dann noch eine weitere. Ja. Genau. Aha, jetzt hat man auch wieder so eine große Doppeltür hier auch. Man sieht es schon. Jetzt kommen wir hier in den großen Raum. Ui. Ja, das war eine Art, quasi die Aula oder der größte Raum hier im unteren Teil. Eben, ob sie den als Essraum genutzt haben oder sonst für Meetings oder was auch immer, Besprechungen, weiß ich jetzt nicht genau, aber eben, das war quasi das Auditorium, könnte man sagen, von der ganzen Anlage. Ja, das ist halt auch immer dieses Problem, was wir selbst auch in Lost-Anlagen haben, wenn es wenig Information auch gibt, sich jetzt einen Reim draus zu machen, für was die Räumlichkeit halt aktiv genutzt wurde. Ne? Genau. Da kannst du natürlich immer nur spekulieren, ne? Das hat dann nichts mit Unwissen zu tun, aber wenn es halt nirgendwo Referenzen gibt, das ist halt schwierig, das nachzuvollziehen. Ne? Ja, also man konnte sicher beheizen. Oben waren noch die Leuchten. Ja, aber ist schon eigentlich klar, diese großen Räumlichkeiten, die hat man schon entweder als Speiseraum verwendet oder Tagung, Offiziere, dass man da irgendwie in diesem Bereich, weil hier interessant ist auch hier der Abfluss, ne? Das ist auch schon ziemlich groß, ne? Also da sammelt sich hier auch scheinbar richtig das Wasser, oder? Ja, das ist sehr feucht, ja. Da war die Kasse. Ach, tatsächlich. Ja, der Empfang.
Die Leute kamen da von der Seite. Ach, da war der Zugang. Ja. Genau. Das sehen wir wahrscheinlich gleich nochmal, Ja, können wir wenn wir da das rumgehen. Büros. Ja. Schon damals wurden fremde Währungen akzeptiert. Natürlich damals der Euro kam ja erst 2001 oder 2002. Ja, klar, jetzt muss man nochmal zurückdenken. Ne? Deshalb, Das sind jetzt schon wieder etliche Jahre. Ne? Ja. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Das sind noch alte Prospekte, oder? Ja. Guida al Museo. Ja, das sind die alten Prospekte. Und hier war der Hauptzugang. Da war der Hauptzugang. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, draußen, wo der jetzt genau war. Ist das dann direkt aber da, wo der Appellplatz ist? Oben? Ich denke, da vorne ist der Innenhof. ja. Genau. Also wenn ich das so... Müssen wir dann vielleicht gleich nochmal draußen dann schauen. Genau. Dann kann man das nochmal nachvollziehen. Genau. Aber ihr habt da auch wieder diese gigantischen Türen, Ja. die das Ganze hier damals abgesichert haben. Genau. Wahnsinn. Ja, das ist sogar jetzt komplett betoniert draußen, oder? Kann das sein? Nee, das ist nur eine Metallplatte, ne? Das ist nur eine, genau, Ach so, genau, ja. das ist nur eine Metallplatte. Ja. Das haben sie so abgedeckt. Ah. Ach, das ist jetzt hier wahrscheinlich, nehme ich an, für so eine Kanone, die man nach draußen fahren konnte? Kann das sein? Genau, das ist so, genau. Ich habe jetzt schnell nachgeschaut, das war die Schnellfeuerkanone von 1887 Ja. auf Fahrpanzer Lafette, genau. Okay. Und die kommen von den Gruson-Werken Magdeburg, also ein deutsches, Ah, na, schaut mal. Produkt. Da hat es Deutschland hier auch wieder hingeschafft. Genau. Da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht für euch irgendwie ein Referenzfoto finden, was wir euch hier mal einblenden können, weil die Kanone steht hier logischerweise jetzt nicht mehr, um euch die nochmal zu zeigen. Aber ihr habt jetzt hier diese Schienen, die jetzt nach draußen führen. Ne? Genau. Und die Kanone wurde vom Schweizerischen Landesmuseum abgeholt vor ein paar Jahren. Also das ist okay. jetzt in Zürich unten. Ja. Ach, da könnte man die rein theoretisch jetzt noch sehen. Ich weiß nicht, ob das Exponat im Moment ausgestellt ist, aber sicher im Archiv oder am Lager. Genau, also da bin ich nicht im Detail informiert, aber das Landesmuseum hat uns angefragt, ob sie die quasi entgegennehmen könnten. Ah, okay, Genau. okay. Ja. Und da konnte man das Ganze öffnen und nach draußen Genau. fahren. Ja. Das können wir euch dann draußen auch nochmal zeigen. Dann geht ihr im Prinzip hier nochmal so eine Erweiterung nach draußen, die abgemauert ist. Und da konnte man auch so steilfeuermäßig praktisch schießen. Ne? Genau, so Ja. eine Schnellfeuerkanone, genau. Ja, genau. Ja, ist das jetzt hier zu? Und davon gab es ja jetzt auch mehrere Bereiche. Ne? Ja, genau. 2 Stück, glaube ich. Zwei waren es? Ne? Ja, genau. Wenn ich das richtig. Nein, 4 waren es. 4 waren es. Ich wollte gerade sagen, draußen Viermal, ja. hatte ich ein paar mehr von diesen Nischen gesehen. Genau, 4 Mal. Aber auch wieder ein interessantes System, was ich so auch noch nie gesehen habe in einer anderen Anlage. Oder ist dir das auch irgendwo bekannt im Vergleich? Nein, also so weit zurück in der Zeit eben, das war schon noch speziell, oder, dass man die quasi reinziehen konnte in den geschützten Bereich. Ja. Ich denke, für damals war das ziemlich fortschrittlich. Ja, und halt auch ziemlich einzigartig, ne? Weil Genau. ich kenne es, wie gesagt, jetzt nicht von der Vergleichsanlage. Ja. Und da, wo Melanie steht, wird höchstwahrscheinlich auch die Munition temporär gelagert worden sein, damit man kurze Wege hat, um diese Kanone halt wieder zu beladen. Genau. Ja, das ist da ein Teil der Wasseraufbereitung, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, das sind entsprechende Pumpen. Ja. Das wurde alles später eingebaut, das Ja. ist alles neueren Datums. Auch das Telefon hier ist ganz interessant. Ja, Das ist auch noch so richtig genau. oldschool. Das ist alles, waren interne Nummern, dreistellige Nummern. Genau. Mhm. Schön mit der Wahlscheibe noch. Schon so ein Relikt. Sind das hier wieder für... Das sind jetzt die modernen Unterkünfte. Ah ja, und das sind hier für die Karabiner, für die Waffen gewesen wieder? Zum später- Abstellen? Genau, zum Abstellen. Genau. Ja. Also später dann das Sturmgewehr 57, genau. Ja. Und, da, das war Aha.
Also haben die das Militär dann eine Zeit lang die noch aktiv genutzt haben? Genau, bis 1992. Das war das letzte Mal, wo das genutzt wurde. Bis 1992 wurde das noch als Truppenunterkunft genutzt. Genau. Okay. Damit die dann hier in der Umgebung Übungen machen konnten? Absolut, ja. Schießverlegung etc. Genau. Dadurch. Also wir haben jetzt einzelne Kammern, wo jetzt der moderne militärische Bereich eingerichtet wurde. Also Maurus sagte gerade eben bis 92 Genau, bis 1992. haben die Truppen das hier genutzt. Man sieht das ja auch draußen an diesen ganzen Metallregalen und so weiter. Oder hier für die Gewehre zum Abstellen. Und das waren jetzt hier die Schlafräumlichkeiten. Hier vorne in dem Vorraum hat man halt noch Verschließmöglichkeiten. Da konnte man seine Kleidungen aufhängen. Und davon gab es 4 Stück, sagtest du, ne? Ja, genau, insgesamt. Ja, das ist der dritte Raum. Und da konnten die Soldaten halt dann entsprechend verlegen und dann ihre Übungen hier in der Gegend halt abhalten. Das ist der Waschraum. Genau. Das ist, Ja, aber das ist, ja, es ist immer noch klar, es plattert hier und da was ab, das ist jetzt der Putz. Aber im Großen und Ganzen ist es noch okay. ist das... Vergessen zu spülen. Aber das ist auch normal, also das ist auch nicht ungewöhnlich. Ja, hier draußen sieht man immer noch die massiven Tore. Genau. Ja, das Papier ist noch drin. Ja. Es ist so hier so Keramik. Knöpfe. Die wurden alle nachträglich auch eingebaut. Aber trotzdem muss ich sagen, von der Ausstattung deutlich besser wie manche Kasernen in Deutschland. Ja, okay. Ja. Also eben. Also- Die sanitäre Station, denke ich, von der Ja. Qualität her ist das Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es heute aussieht. Ich spreche da von meiner eigenen Dienstzeit. Das war da auch schon teilweise ziemlich abgerockt. Ja, jetzt kommen wir in den Küchen. Ja. Das ist auch noch eindrücklich. Ach, diese großen Kessel hier. Genau. Wow. Franke, deutsches Produkt natürlich. Ja, okay. Genau. Und Na das gut. war eben sehr raffiniert, das konnte man mit Holz entsprechend verheizen. Wow. Ja, Es das, gibt auch Kombigeräte, bei diesen bin ich jetzt nicht ganz sicher, Ja. ob das auch mit Strom geheizt werden kann. das ist noch 98 hier. 98. Das sieht richtig schön aus. Ja, die Abluft, ne? Genau, Hier hast du noch solche, ich nenne es jetzt mal Schaufeln hier, wo man die Kohle da draußen, die Asche da rausholen konnte. Okay. Da geht es da nach hinten. Sogar noch die Bretter, alles hier fein säuberlich. Genau. Ja, da sieht man jetzt so einen Ausschnitt des Plans. Also es hat immer nur ein Teil dargestellt, wo wir jetzt gerade sind, der Standort. Genau. Hier war die Kühlkammer dann. Ne? Ach, hier waren die ganzen Küchenutensilien. Aber alles noch so fein säuberlich im Regal. Boah, so einen riesigen Rührbesen hier. Das ganze Equipment, Tabletts, Eimer. Das ist wahrscheinlich so für draußen, oder? Für die Draußenverpflegung, dass man dann so einen großen... Genau, oder Kann- vielleicht Milchtransport oder was auch immer. Oder Hier hat man ja auch das das Emblem drauf hier. Schön, das finde ich natürlich auch mal. ein Flüssigkeitsbehälter, genau. Das ist ja überall hier. Das ist alles Alu hier auch. Massiv, ja. Ups.
Da ist jetzt geöffnet, sieht man das Gesicht raus. Ja, stimmt. Das ist die eine Ecke. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja. Okay, ich orientiere mich natürlich auch immer ein bisschen, weil wir sind ja außen auch schon mal hergegangen. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wenn man das öffnet, Da unten den Blick den, ja. raussehen. Tatsächlich, ja. Ja, genau. Ach, tatsächlich. Jetzt sind wir hier auf dem Appellplatz, ne? Ja. Stimmt, da standen wir hier davor, jetzt sind wir einmal draußen. So, da oben seht ihr auch diese runde Tür, wo wir nicht raus konnten, weil die Schlüssel nicht mehr existieren. Und wir sind jetzt einmal da hinten einmal so rum und jetzt eigentlich runtergegangen und jetzt hier wieder hochgekommen. Ne? Wahnsinn. Ach, Ja, genau, vielleicht ist ja hier auch der Schlüssel Also wir drin haben, für... meines Wissens haben wir alles ausprobiert. Ach, ihr habt schon alle getestet. Genau. Für die... Das steht da jetzt auch nur auf Italienisch, Ja, ne? genau. Uscita Invernale, das wäre jetzt der Winterausgang quasi. Mhm. Genau. Ah, das ausgerechnet diese Schlüssel fehlen, ne? 4-2, ja. Also ich meinte, wir hätten alle ausprobiert. 3-4-2, das wäre sogar der da. 42, das wäre genau der. Ich kann mal nicht, ich nehme mal mit. Wir können ja noch mal testen. Genau, das wäre der 42, weil das müsste das sein, Uscita Invernale, denke ich jetzt mal. Mhm. Aber die sind ja jetzt auch noch richtig schön. Die sind wirklich, die sind wirklich, das wurde wahrscheinlich zuletzt gebaut. Genau, das sieht man auch. Kann man schauen, ob ein Jahr drauf steht. 96 steht da. Also einfach jetzt noch mal so ein separater Waschbereich jetzt. Genau. Okay. Und jetzt geht es nochmals einen Stock runter. Und hier hinten ist auch noch mal ein Notausstieg, oder? Wir gehen schnell da zuerst nach hinten schauen. Genau, das macht mehr Sinn. Das sieht natürlich noch richtig schön intakt aus hier mit dem ganzen Edelstahl. Das ist wirklich... Ach. Oh, hier sind sogar noch ein paar alte Holzkisten. Genau, mit Aha. Sind das so Erdnägel für Abtarnung, für Tarnnetze ich vielleicht? denke, genau. So. Also das sind ja noch richtig Relikte. Ja, oder Zelte oder was auch immer. Ja, für die Zelte, das kann auch sein. Genau. Für solche großen Mannschaftszelte. Okay. Ja, das könnte gut sein. Ach, noch kleine Haken. Ja, So Verbindungselemente. irgendwie, genau. Hier ist sogar noch eine Nummer. Ja, die sind richtig alt. Das sind irgendwelche Erdnägel. Da ist auch noch eine Und wenn man sieht, das können wir Nummer. auch mal die Augen aufhalten. Dann 5 Ja. Hier ist auch noch mal eine weitere Toilette, die man hier eingebaut hat. Immer wieder hier für die Soldaten auch die Stände für die Gewehre. Ah, hier ist jetzt wahrscheinlich so eine Dusche, ne? Duschbereich, ja. Genau. Einmal so eine größere Dusche ringsrum. Ui, Gebaut, das ist Nummer 4 da. hier können wir einmal rein, ne? Ja, ich denke. Ja, hier hinten sieht man es, da gehen wir jetzt mal nicht weiter rein, weil das ist da ein bisschen gesundheitsgefährdend. Hier oben hat man noch eine Markierung. Ja, stimmt. Für den einen oder anderen interessieren sich natürlich immer unsere Zuschauer auch für Stempel und so weiter bei den ganzen Elementen. Da kann man auch immer noch mal ableiten, den Hersteller oder Produzenten von den ganzen. Und da hinten, sage ich mal, ist der Schlafraum gewesen, aber wir halten uns jetzt ein bisschen fern, weil das ist dann ein bisschen belastet. Das wird später wird das hier auch alles noch mal ausgeräumt. Das Ganze, das hat man damals hier so verlassen. Und ja, das sind wie gesagt halt die Anlagen gewesen, die dann später noch reingekommen sind, beziehungsweise der Ausbau. Ja, es sind sogar 5 Schlafräume. Ja, tatsächlich, ja. Auch immer, auch die Spinde sind komplett anders, wie ich es zu meiner Dienstzeit kannte. Ja. Weil ihr habt im Prinzip ja nur hier so einen kleinen Spind für, sage ich mal, die Wertsachen oder ja, Genau. das
Das ist das, was der Soldat so privat hatte. Und hier unten hast du ja im Prinzip erst deine Kleidung gehabt, Koppel und so weiter. Das hast du ja hier aufgehangen und wir haben einen durchgehenden Spind, Okay, wo alles ja. so drin war. Ich Ne? denke, hier waren ja die Truppen relativ kurze Zeit. Oder? Es war ja nicht eine klassische Kaserne, wo man entsprechend oder einen ganzen Wiederholungskurs absolviert hat. Also meines Wissens oder war das nur für ein paar Tage jeweils. Okay, also wirklich rein für Übung. Genau, für eine Verlegung oder so. Genau. Deshalb denke ich, ist das vom Platz her etwas eingeschränkt. Eingeschränkt, okay. Ja. Da war auch mal ein Durchgang. Aha. Ja. Sind das hier Rattenfallen? Das sind Mäuse oder Rattenfallen? Rattenfallen, genau. Ja, das sind uralt. Ja, echt mal, ne? Die ist ja richtig alt hier. Alleine das ist schon ein Relikt. Aber hier war wieder ein Durchgang, aber auch nach außen jetzt? Ich denke nach draußen. Oh, okay. Ja, wir sind quasi immer am Rand. Ja. Aber weshalb das nur ein M? Ach, tatsächlich. Hat hier einer. Ja, wer weiß, vielleicht doch was versteckt hier. Ja. Aber wir sind jetzt hier die ganze Zeit auch nicht jetzt an eine weitere Stellung gekommen von diesen ausfahrbaren Kanonen, ne? Ja, das ist so. Eben. Gemäß Inventar waren es 4, aber ich glaube, eben, das war nur ein Ort, wo man die entsprechend nach draußen bewegen konnte. Also Oder kann das vielleicht, nee, da hätte man jetzt hier auch Schienen sehen müssen. Es müsste Schienen haben, also es ist der einzige Ort dort, wo wir effektiv die Schienen noch haben. Ja. Also das ist wirklich merkwürdig. Wir können es uns, wie gesagt, nochmal von außen anschauen. Ja. Warum man das jetzt von innen nicht sieht, das ist wirklich merkwürdig. Ja. Und das geht auch noch? Jetzt kommen wir direkt ins Chalet. Also jetzt kommen wir da direkt quasi zum... Praktisch diesen getarnten Zugang ist das dann, okay. Also hier nochmal so eine Zwischentür, wo man hier auch so ein Bullauge hat, um durchzuschauen, wer hier reinkommt. Sich nochmal zu vergewissern. Oh, aha. Wow. Genau. Ui. Also Holz vertefelt hier. Zimmer, die 14. Okay. Ja. Wir schauen besser nicht rein. Ach, hier seid ihr jetzt drin. Aha, okay. Das ist natürlich praktisch. Wow. Das ist von 1954 Ja. das gebaut. Also erst später, oder? Früher gab es das noch nicht und dann in 1954 wurde das Chalet gebaut. Aber es ist ja schön gemütlich hier. Absolut, ja. Wow. Ja, alles, was ihr so braucht, ne? Genau. Wo sind wir denn jetzt? Ach, ja, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Genau. Hier draußen ist der Parkplatz, okay, ja. Genau. Das Häuschen hier draußen, ja. Ja, Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das Also, Maurus sagte gerade, hier ist auch nochmal so ein Plakat ausgehangen. Nochmal für den einen oder anderen interessant. Hier für Fundmunition, was man hier auch immer noch in dem Bereich durch die ganzen Übungen und so weiter finden kann. Es ist ja teilweise sogar noch aus dem Weltkrieg auch, ne? Oder? Ui, ein Zünder ist das hier. Das habe ich jetzt kürzlich auf 2700 Meter gefunden, unterhalb des Spitzer Centrale, genau. Das ist aber auch schon ein größeres Kaliber. Ja, das ist dann wahrscheinlich hier so diese Richtung. Genau, also das könnte jetzt ein Zündkopf sein von der Granate oder von der 15 cm Kanone, weil das ist die Zeiteinstellung. Oder? Das hat man manuell eingestellt hier noch? Genau. Das habe ich aber auch noch nie gesehen. Ja, genau, das sieht man sehr schön hier, ja. Wow. Ja, das sind so diese... Vielleicht kannst du uns diese Fotos ja nochmal zukommen lassen, Ja, sicher, dann können wir das nochmal einblenden, dann seht ihr das vielleicht sogar besser. Hier hat man nämlich auch einen Größenvergleich, ist schon sehr groß, ne? Ja. Schon eine größere Granate gewesen sein von den Artilleriegeschützen. Genau. Aha, okay, und das findet man nämlich immer noch, deshalb hängt hier was aus. Ich hatte auch mit jemandem gesprochen hier,
da hat mir auch ein Video gemacht, der so Munitionsspezialist und Sammler ist. Und der hatte auch gesagt, dass das ja auch nicht immer eindeutig ist für einen Laien festzustellen, ob das jetzt Übungsmunition halt ist oder wirklich scharf. Kriegsmunition, ja. Von der Farbe her auch. Ne? Weil ich auch gefragt habe, okay, blau, grün, was kann ich eindeutig identifizieren? Aber es ist wohl nicht so einfach. Ne? Ja, durch die Verwitterung etc. Ja, genau. Also es ist schon... Und deshalb im Zweifelsfalle nicht anfassen. Oder? Das ist, So, jetzt gehen wir hier auch nochmal mit Maurus nochmal außen um die Anlage, um das jetzt noch mal ein bisschen nachzuvollziehen. Auch mit diesen Geschützstellungen, wo die jetzt genau liegen. Genau, hier sieht man das jetzt, wo wir drin gewesen sind. Das sind die Elemente, die jetzt zugemauert gewesen sind. Ja. Ja, hast recht, dann kommt man praktisch von dem Schützengraben außen hier in die Anlage dann rein, damit die natürlich nicht über den Graben müssen. Auch alles noch Stacheldraht aus Übungszeiten. Ne? Das sind hier nochmal die Belüftungsrohre, sagte Maurus, die alle in den 90er Jahren dann entstanden sind. Das haben wir jetzt von innen auch nicht gesehen. Ne? Nein, stimmt. Guter Punkt. Aber wie wäre man denn da hingekommen? Weil wir sind doch hier unten rausgekommen. Ja, wir haben nämlich jetzt hier die Kuppel, weil hier müsste doch jetzt eigentlich so eine Art Turm drin gewesen sein. Es gibt eben da auch noch Eingänge, oder? Dass das voneinander gelöst gewesen ist. Ja, allenfalls. Eben, wir haben leider nicht überall die Schlüssel. Ja. Genau, ich weiß, dass auch Markus, unser Haustechniker, schon versucht hat, das zu eruieren. Eben, wir kommen dort nicht dran. Okay, also kann man praktisch nicht von der Hauptanlage jetzt, weil da müsste doch normalerweise jetzt diese 12 cm Haubitze gewesen sein. Ja, also eben vielleicht wurden gewisse Sachen zugemauert, oder? Dass man da... Ja, oder so weit geschützt, dass man darüber dann nicht reinkam, Genau, ne, in die Anlage selbst. Das kann also durchaus sein. Auch aus taktischen Gründen. Ja, weißt du? richtig. Genau. Ja. Also wir kennen es ja auch von anderen Festungen, wo man gewisse Bereiche abgeriegelt hat, wo man auch nur da reingekommen ist und dann nicht weiter in die Hauptanlage. Das könnte durchaus so sein, weil hier mit dem geöffneten Fenster, da war jetzt die Küchenbereich. Genau. Ne, daran kann ich mich noch erinnern. Dann habt ihr jetzt eine Vorstellung von außen einmal, weil das ist hier einmal das offene Fenster hier. Genau, da waren wir hier in dem Bereich. Und das ist auch nachträglich da zugemacht worden. Das sieht man halt auch. Ne? Ja, absolut. Okay, ja, aber das muss so sein, dass diese Bereiche voneinander getrennt sind. Sonst hätten wir die ja gesehen. Die sind überall jetzt gewesen. Der langgezogene Essraum, also der etwas schmalere, ja. Ja, genau. Okay, ja stimmt. Dann sind wir hier hinten rumgegangen und dann war da aber auch das Ende, ne? Dann ging es nicht weiter, ja. Nein, genau. Also man kommt wirklich nicht hier rein. Und hier unten sind wir, wie gesagt, rausgekommen. Und da war doch da hinten auch Schluss, glaube ich, oder? Genau, ja. Da unten sind wir rausgekommen, genau. Richtig. Also, wenn ihr das jetzt noch mal nachvollziehen könnt, da standen wir gerade in der Begehung einmal kurz draußen und konnten halt nur noch in diesem Bereich hier hinten, aber hier in dieses Basiswerk, wo der Geschützturm eigentlich verbaut sein muss oder was auch immer, zumindest das Waffensystem, die 12 cm Kanone, da sind wir nicht reingekommen. Und das kann nur sein, dass man da in einem separaten Bereich nur reinkommt. So. Das heißt, wenn man da hätte die Anlage bombardiert, dann wäre jetzt hier ein Einbruch gewesen, dann wären wir praktisch nur bei dem Geschützturm, aber nicht in der Hauptanlage. Interessant. Und da oben sieht man den zweiten, links vom Wintereingang. Ja. Das hier daneben ist ja nur eine Beobachtung, oder? Dieser Turm, aber auch da sind wir nicht hingekommen. Nein. Das finde ich schon interessant, dass das
Aber da oben wäre ja jetzt auch die Frage, wie kommst du da hin? Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe. Weil da unten jetzt von dem zusätzlichen Eingang sind wir ja jetzt einen Gang in diese Richtung gegangen. Genau, ja. Ne? Ja. Und da habe ich noch nichts gesehen. Ja, nein. Auch oben nicht. Oben nicht, nein. Also entweder ist es wirklich nachträglich zugemauert worden oder... Aber würde jetzt auch keinen Sinn machen. Das waren die Fliegerabwehrkanonen. Ach, hier ist eine Flak, okay. Genau, das waren etwa sechs Stück insgesamt. Von welchem Zeitraum sprechen wir da? Das war ab 1943. Also im Zweiten Weltkrieg, Zweiten ja. Weltkrieg kamen die, genau. Und da unten direkt ist das, wo wir gewesen sind. Ah, da konnte man mit der Kanone Genau. rausfahren. Genau. Und da, meine ich, gibt es ja jetzt noch mehrere. ja. Und auch die haben wir jetzt von innen nicht gesehen, den Zugang. Nein, genau. Dass vielleicht doch einige Bereiche, die da innen zugemauert gewesen sind, dass die vielleicht doch weitergeführt hätten. Das könnte sein. Also das ist jetzt nochmal eine Rechercheaufgabe für uns oder vielleicht weiß es sogar einer von euch. Und es war vielleicht jemand von euch auch mal damals hier drin in den 90ern und kann vielleicht was dazu sagen, weil das wäre nochmal ganz interessant zu wissen. Ja, mal schauen, ob der Schlüssel jetzt funktioniert, den wir da unten gefunden haben. Ja, Oh, er funktioniert. er funktioniert tatsächlich. Habe ich das richtig interpretiert? Winterausgang. Genau. Ja. Wow. Melanie, Maurus hatte recht. Genau. Jetzt können wir noch was recherchieren. Ja, das können wir jetzt tatsächlich eben kurz machen. Weil wir sind ja jetzt hier an der Beobachtungsvorrichtung. Warum wir das nicht sehen? Da muss ich dann noch mal kurz meine Taschenlampe rausholen. Technisch verändert wurde wegen dem Wasser, wegen Ja. der Wasseranlage. Ich denke, das Ja. würde Sinn machen. Ja. Also wir sind jetzt noch mal hier genau über jetzt den Beobachtungsbereich und hier ist da die Wasseraufbereitung oder Wasserwirtschaft und das ist genau der Punkt, der nachträglich hier gemacht wurde und der wird hier oben sein. Und vermutlich gab es hier einen Treppenaufgang oder zumindest so eine Stiege, ne, in so einem Hohlgang nach oben. Und dann wäre man da reingekommen. Also, ihr kennt es ja, sage ich mal, von Werken aus der Maginot-Linie beispielsweise. Da wäre man dann hochgekommen. Aber jetzt ist für uns klar, dass das so ist. Und vielleicht ist es ähnlich jetzt da unten, Beim anderen Ort. ne, bei der eigentlichen Kanone, die da hier mal verbaut gewesen ist, die Haubitze, dass da bei dem Element auch irgendwas Modernes oben war. Und deshalb können wir es einfach nicht mehr sehen. Ja, okay. Genau, also da wo Maurus jetzt steht, dann seht ihr auch noch mal einen Bereich. Da haben wir das von innen auch nicht gesehen. Mit den Schienen, wie das rausgefahren wurde. Die sind auch weg, ne? Vorbeigelaufen, das war innen zu. Und ja, hier werden die Schienen auch irgendwie, ist ein bisschen kürzer. Genau, ist kürzer, ja. Der da unten ist länger nach außen. Da hat man noch eine Außenmauer, wo auch Schießscharten herausgehen. Ne? Und ja, eigentlich müssten es halt noch andere Bereiche geben. Und da oben ist noch ein älterer Verschlag. Ja, der ist auch zugemacht, genau. Ja, Das sind die alten ursprünglichen genau. Öffnungen, ja. Die sind alle zugemauert, okay. Aber dann hört es hier, glaube ich, auch auf, ne? Ja, das ist dann fertig. Der Bereich, ja. Ja, genau. Da gibt es sogar Graffiti. Ja, habe ich leider auch gesehen an der Stelle. Ihr kennt es ja, Leute, unsere Meinung dazu. Muss nicht sein, aber man kann das schlecht verhindern.
Aber man sieht jetzt hier zumindest an der Seite nochmal, wie das halt wirklich durchging mit den Schaden auch, ne? Um die komplette Anlage. Ja, Freunde, damit kommen wir jetzt zum Ende unseres Videos. Wir befinden uns im Outro hier, der schöne Bereich, wo es Maurus tatsächlich noch geschafft hat, den Schlüssel zu entdecken und uns hier aufzuschließen, weil, wie wir gerade schon eben gesagt haben, das sieht so ein bisschen Hobbit-mäßig aus, diese Zugänge zu ihren Erdlöchern. Deshalb ist das immer sehr prägnant und richtig klasse. Ja, Maurus, wir bedanken uns nochmal recht herzlich für diese Tour. Das war wieder sehr, sehr außergewöhnlich, dass wir hier auch noch mal reinschauen konnten in dieses alte Vorhospiz. Und ja, es hat richtig viel Spaß gemacht, was wir noch gesehen haben, was wir jetzt hier noch klären konnten. Wenn der eine oder andere von euch vielleicht mal in der Vergangenheit, in den 90er Jahren, hier auch Dienst hatte, ob das jetzt im Museum war oder vielleicht im Militär hier Übungen hatte, dann kann er uns gerne hier was in die Kommentare schreiben, wenn er noch was dazu beitragen kann. Das ist natürlich immer gerne gesehen und da können wir noch ein bisschen diskutieren. Und ja, wie gesagt, Sasso San Gotardo, es hat jetzt noch ein paar Wochen offen. Genau, Ne? bis 12. Oktober. Bis 12. Oktober, also wer jetzt noch Zeit hat, Lust hat, gerne hier vorbeikommen, sich das anschauen. Da gibt es wirklich eine Menge zu entdecken. Deshalb auf jeden Fall eine Empfehlung von uns und allgemein sowieso die Schweiz ist wirklich sehr, sehr schön hier, die ganze Gegend und vor allen Dingen sehr, sehr interessant, wer sich auch dafür interessiert. Ja, dann schaltet auf jeden Fall die nächsten Videos an, die hier gezeigt wird. Wir haben wirklich eine Menge auf unserem Kanal und lasst uns ein Däumchen da und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Hoch oben am Gotthard steht das Hospizwerk noch immer, still, verlassen und vom Wind umspielt. Einst Symbol militärischer Stärke, heute nur noch ein stummer Zeuge vergangener Zeiten. Die Mauern schweigen, doch wer genau hinhört, spürt noch die Geschichte, die hier geschrieben wurde. Ein großes Dankeschön geht an Maurus und das Team von Sasso San Gotardo, die diese besondere Besichtigung überhaupt möglich gemacht haben. Wenn dich solche Orte faszinieren, vergessene Festungen, geheime Tunnel und verlorene Relikte der Geschichte, dann bleib dabei. Wir nehmen dich auch beim nächsten Mal wieder mit in die verborgene Welt der Vergangenheit.